Leckere Salami aus Schokolade, Keksen, Nüssen und weiteren Zutaten. Du musst nur alles mischen und kühl stellen, nicht mal backen. Die Schokoladensalami ist einfach und schnell gemacht und die perfekte Resteverwertung. Vor Weihnachten können wir übrig gebliebene Zutaten aus der Weihnachtsbäckerei verwenden und nach Weihnachten Reste von Plätzchen, Weihnachtsschokolade und so weiter. Ich zeige dir, wie es geht und damit willkommen bei der Lifehackerin. Wir brauchen Schokolade und Butter. Das sind die Grundzutaten. Außerdem feste Zutaten wie Kekse und Lebkuchen, Nüsse, Trockenfrüchte oder kandierte Früchte. Wenn du magst, auch noch Gewürze wie Zimt oder Vanille. Ich habe ein grobes Basisrezept für dich und zeige dir nun zwei verschiedene Varianten. Als Basis brauchen wir 100 Gramm Schokolade auf 50 Gramm Butter und 200 Gramm feste Zutaten, also eben Kekse, Nüsse und so weiter. Du kannst aber auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger nehmen. Das ist wirklich ein super einfaches Rezept, wo man nicht ganz so exakt sein muss. Für meine erste Schokoladensalami geht es einem Schoko-Nikolaus an den Kragen. In Stücke brechen und in eine Schüssel geben. Außerdem verwende ich noch weitere Schokoresten, so dass ich 100 Gramm Schokolade habe. Diese schmelze ich nun über einem Wasserbad. Außerdem kommen noch 50 Gramm Butter dazu, die ich mit der Schokolade schmelze. Immer mal umrühren und den Topf zwischendurch allenfalls kurz anheben, damit etwas Hitze entweichen kann und die Schokolade nicht anbrennt. Wenn Schokolade und Butter fast vollständig geschmolzen sind, Schüssel wegnehmen. Die Wärme reicht aus, um den Rest auch noch zu schmelzen. In die erste Schokoladensalami gebe ich einen Lebkuchen vom Nikolaus, den ich mit einem Messer klein schneide. Außerdem habe ich noch Haselnüsse, die ich ebenfalls zerkleinere. Zur Schokolade gebe ich Zimt, gefolgt von Lebkuchen und Nüssen. Nun alles gut vermischen. Je nach trockener Zutat braucht es vielleicht auch einfach ein bisschen weniger als 200 Gramm. Ich habe jetzt hier nicht alles von den Nüssen reingetan, aber das ist im Prinzip schon die ganze Masse. Die formen wir jetzt nun noch zur Salami. Dazu die Masse länglich auf ein Stück Backpapier geben und dann mit Hilfe des Papiers zu einer Rolle formen. Du kannst sie dicker oder dünner machen, wie du magst. Am Schluss die Papierenden zusammendrücken und gegeneinander drehen. So wird auch Anfang und Ende der Schokosalami perfekt geformt. Die kommt nun für mindestens 2 Stunden oder auch über Nacht in den Kühlschrank, damit sie schön fest wird. Für meine zweite Salami nehme ich Zartbitterschokolade. Nimm wiederum die Schokolade, die du zu Hause hast. Auch diese breche ich in Stücke und gebe sie zusammen mit Butter in eine Schüssel und schmelze sie über dem Wasserbad. Für die zweite Salami nutze ich Orangat, das ist der Rest vom Stollen, den ich gebacken habe, dann Reste von Weihnachtsplätzchen und gehackte Pistazien, das ist der Rest vom Airfryer-Plätzchenrezept, also von diesen Plätzchen, und zu guter Letzt nutze ich noch ein paar Mandeln. Auf 100 Gramm Schokolade nehme ich einfach rund 200 Gramm feste Zutaten. Wie gesagt, du kannst Kekse, Nüsse, Trockenfrüchte verwenden. Ein Klassiker wären auch einfach normale Butterkekse. Nimm das, worauf du Lust hast oder du gerade aufbrauchen musst. Dies wird nun wiederum zur geschmolzenen Schokolade und Butter dazugegeben. Ich gebe noch etwas Vanillepaste dazu und dann wird alles gut vermischt. Wiederum auf ein Backpapier geben und zu einer Rolle formen. Du kannst übrigens auch locker die doppelte oder dreifache Menge auf einmal zubereiten und daraus eine richtig große, dicke Salami formen oder mehrere kleine. Egal wie du es machst, am Schluss braucht es immer Kühlzeit,
damit die Salami fest wird. Nachdem die Salami mehrere Stunden im Kühlschrank war, können wir sie auspacken. Jetzt fehlt noch das Finish. Für die Salami-Optik streuen wir Puderzucker darüber und reiben dies mit der Hand leicht ein. Fast perfekt, aber etwas fehlt noch, natürlich die Schnur um die Salami. Dazu ein langes Stück Küchengarn nehmen und um die Schokoladensalami legen. Oben zweimal verschlingen und einen Knoten machen. Nun das lange Ende über den Anfang ziehen, Salami drehen und hier einmal um die Schnur schlingen. Ein paar Zentimeter weiter unten mit dem Finger halten, einmal rund um die Salami dann um die Schnur und dann wieder ein Stück weiter und wieder um die Salami rum und so weiter bis zum Ende. Dann auf die andere Seite und jetzt einfach überall unter der Schnur durchziehen. Nun nur noch Anfang und Ende der Schnur verknoten. Und voilà, unsere Schokoladensalami hat den perfekten Look. So ist die Schokosalami doch ein perfektes Geschenk, oder? Im Kühlschrank ist sie locker 2 Wochen haltbar, aber ich denke, wir wollen sie jetzt anschneiden, oder? Hier einmal die Variante mit heller Schokolade, Lebkuchen, Haselnüsse und Zimt. Und die Variante mit Zartbitterschokolade, Plätzchen, Orangat, Pistazien, Mandeln und Vanille. Schade, ich habe gehofft, dass es zusammenbleibt, weil sonst die Salami-Optik ist richtig klasse geworden, oder? Und jetzt kommt der große Moment, endlich mal kosten davon. Also hier, von der ersten. Oh, richtig gut, schön weihnachtlich mit dem Zimt und dem Lebkuchengewürz. Passt perfekt. Und hier. Auch lecker. Ich hätte gedacht, mir würde die erste besser schmecken, aber jetzt kann ich mich tatsächlich nicht entscheiden. Ich nehme einfach beide. Ja, und so einfach und schnell geht Resteverwertung. Ist das nicht klasse? Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!